Auch unsere nächste Geschichte zeigt, dass sich geniale Lösungen für große Probleme manchmal vor unserer Haustüre finden. Da liegen momentan unzählige braune und welke Blätter, die vor einigen Wochen noch saftig grün an den Bäumen hingen. Ein Forscher hat sich das Innenleben von Blättern mal genauer angesehen und er hat dabei eine unglaubliche Entdeckung gemacht, die vielleicht sogar menschliches Leben retten kann. Für Stanislav Šastak ist der Herbst eine besondere Jahreszeit. Sie hat sein ganzes Leben verändert. Der gebürtige Russe entdeckte in den Blättern der Bäume Stoffe, die Hilfe im Kampf gegen Krankheiten versprechen. Und das auf der Basis von Licht und Farbe. Die gelben Farbstoffe im herbstlichen Laub sind das ganze Jahr über im Blatt. Aber erst wenn die Bäume das grüne Chlorophyll in den Blättern abbauen, werden sie sichtbar. Den Sommer über haben die gelben Farbstoffe eine wichtige Funktion. Sie verhindern, dass das Chlorophyll zu einer tödlichen Gefahr wird. Trifft Licht auf ein Chlorophyllmolekül, das nicht von den gelben Farbstoffen geschützt ist, entstehen sogenannte freie Radikale. Freie Radikale, hier gelb dargestellt, sind äußerst aggressive Moleküle. Jedes benachbarte Molekül wird attackiert. Je mehr Licht auf ungeschütztes Chlorophyll trifft, desto mehr freie Radikale entstehen. Ein Flächenbrand, der Zellen und Gewebe zerstören kann. Gehen die schützenden Farbstoffe bei zu viel Sonne oder Trockenheit schon im Sommer verloren, wird die verheerende Kraft der freien Radikale sichtbar. Das Blatt stirbt ab. Stanislav Šastak will diese zerstörerische Kraft gezielt gegen krankes Gewebe im Menschen einsetzen. Dazu benutzt er synthetisch hergestellten Farbstoff. Porphyrin. Ein Stoff, der dem Chlorophyll ähnlich ist und auch im menschlichen Organismus vorkommt. Porphyrin wird von krankem Gewebe angezogen wie ein Magnet. Es geht um alle Zellen, die sehr schnelle Teilung erfahren. Und die brauchen sehr viel Baustoff, um die Zellwand zu bauen. Und daher nehmen sie alle Stoffe, die angeschwemmt werden vom Blut, nehmen sie auf. Und sie nehmen natürlich auch die Farbstoffe, also die Porphyrine, und speichern sie auf. Untersuchungen mit Ratten haben ergeben, der chlorophyll-ähnliche Farbstoff reichert sich 19-mal intensiver in Tumorzellen an als in gesundem Gewebe. Jetzt geht es darum, dass der neue Farbstoff auch für den Menschen eingesetzt werden darf. Dafür sammelt Stanislav Šastak unermüdlich Daten in der Universitätsklinik Leipzig. Denn die Methode ist im Prinzip als photodynamische Therapie schon im Einsatz. Richtig durchsetzen konnte sie sich noch nicht. Die Farbstoffe, die bislang den Krebspatienten verabreicht werden, durchdringen das bösartige Gewebe nicht ausreichend. Einer Patientin wird eine Sonde eingeführt und bis zum Tumor geschoben. Über den Sondenschlauch wird ein Laserlichtleiter gelegt. So kann das aktivierende Licht direkt auf den im Tumor angereicherten Farbstoff wirken. Den sogenannten Photosensibilisator. Der Erfolg aber hängt von der Lage und Größe des Tumors ab. Sobald das rote Licht den in den Tumorzellen konzentrierten, hier blau dargestellten, Photosensibilisator trifft, entstehen freie Radikale. Sie zerstören das Tumorgewebe. Doch im Moment noch nicht mit vollem Erfolg. Mit dem derzeitigen Photosensibilisator erreichen wir eine Zerstörung des Tumors bis in 3 bis 4 mm Tiefe. Das reicht uns nicht aus, weil der Tumor häufig eben tiefer in die Leber in dem Falle einwächst, nämlich teilweise bis zu 1 Zentimeter. Und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir mit einer Laserbehandlung und einem Photosensibilisator erreichen könnten, dass wir den Tumor bis in diese Tiefe erreichen. Könnte der neue Photosensibilisator diese Lücke schließen? Es fehlt noch die klinische Zulassung. Doch Stanislav Šastak glaubt fest an den Erfolg. An dem Farbstoff ist besonders, dass er sehr, sehr hohen Absorptionskoeffizient hat
und daher braucht sehr wenig Licht, um aktiviert zu werden. Zweitens, er absorbiert sehr, sehr längerwelliges Licht, das heißt dunkelrot, praktisch Infrarot, und daher kann das Licht dieser Wellenlänge viel, viel tiefer, bis zu 4 cm tief, das Gewebe penetrieren und Farbstoff aktivieren, und bis in diese Tiefe kann Krebsgeschwulst abgetötet werden. Doch das ist nicht die einzige Vision des vielbeschäftigten. Auch Augenärzte arbeiten schon lange mit der photodynamischen Therapie. Gibt es auch hier Verbesserungsmöglichkeiten? Im Alter lagern sich unter der Netzhaut Blut- und Gewebeflüssigkeit ab. Die Sicht wird trüb. Der Patient erblindet langsam. Es ist wieder dieselbe Vorgehensweise. Der Photosensibilisator, der Farbstoff, wird injiziert. Beim Beschuss mit Licht zerstören die freien Radikale die Ablagerungen. Die Behandlung hat einen großen Vorteil. Gegenüber anderen Methoden wird die Netzhaut des Patienten enorm geschont. Und so träumt Stanislav Šastak, wenn der Herbst die Bäume in bunte Farben taucht, von effektiven Therapien, frei von Nebenwirkungen. Und von Patienten, die noch am selben Tag wieder nach Hause gehen könnten. Dank Licht und Farben. Das war Faszination Wissen für heute. Jetzt wünsche ich Ihnen noch 3 Dinge. Ein paar goldene Herbsttage mit vielen Sonnenstrahlen, eine gute Jacke fürs schlechte Wetter und viel Spaß bei einer neuen Ausgabe von Quer, gleich nach uns. Bis bald, auf Wiedersehen.